muss ich noch rein. Brauchst du Hilfe? Hallo, ich bin der Olli von Bike24 und ich bin heute hier bei Cube zu Gast. Als ich hier nach Waltershof reingefahren bin, habe ich echt schon einige große Hallen mit Cube-Logo gesehen und ich bin gespannt, was mich heute hier erwartet. Hier ist Marie von Cube. Hi Olli. Hi. Und lass uns direkt losgehen. Ja. So, hereinspaziert. Olli, jetzt wollen wir den ganzen Cube-Firmenrundgang einfach mal schon hier perfekt in unserem historischen Flur starten. Und da ist das erste Bild auch eigentlich optimal dafür. Und zwar sieht man hier super gut, wie Cube momentan aussieht oder schon früher ausgesehen hat. Und zwar wurden immer mehr kleine Häuschen angebaut, weil das Ganze immer größer geworden ist. Aber komplett angefangen hat das Ganze 1990. Da hat Markus Pürner, der immer noch Inhaber von Cube, mit Freunden angefangen, aus einer Garage heraus Räder anzukaufen, auszubauen und zu verkaufen. Und das war ganz zu Anfang, hieß es Slickrock. Der Name durfte dann irgendwann nicht benutzt werden. Dann wurde das Ganze zu Move. Und jetzt ganz zum Schluss, wie es immer noch heute heißt, zu Cube. Wir sind hier am Standort in Waltershof. Mittlerweile über 600 Mitarbeiter und alle 600 Mitarbeiter, egal ob das jetzt jemand vom Produktmanagement ist oder drüben jemand vom Band, der dort arbeitet. Wir produzieren jetzt 2019 haben wir um die 700.000 Räder produziert und das passiert alles hier. Und das zeige ich dir jetzt, Olli. Hier befinden wir uns jetzt auf der nächsten Büroetage, wo beispielsweise die Marketingabteilung ist. Und dann befindet sich ein Stück weiter vorne noch das Shop-Konzept. Was ist das? Die Mädels sind dazu da, dass sie die Bürogebäude hier gestalten oder hauptsächlich einfach schauen, dass die Shops perfekt aussehen. Also dass es schön einheitlich aussieht. Unter anderem auch unser Messebereich, der Showroom, der wird auch von der Shop-Abteilung jedes Jahr wieder ein bisschen neu gestaltet, damit es immer schön für den Händler aussieht. Ja. Hier kommen wir jetzt in das Büro vom Design und vom Produktmanagement und können hier gerade sogar super beispielsweise sehen, Hallöchen, hallo. Hi. Dass hier zum Beispiel die Farben von den Komponenten, beispielsweise in einem Sattel, jetzt auch dann angepasst werden, dass das nachher mit dem Rahmen übereinstimmt. Jetzt sind wir im Produktmanagement und hier sehen wir auch schon ein schönes Beispiel. Die Jungs hier entscheiden, wie die verschiedenen Räder und Modelle in den nächsten Jahren aussehen. Und kann man hier schon mal ganz schön sehen an der Farbe, beispielsweise welche Farbe hat das Rad das nächste Jahr, welche Komponenten werden verbaut. Sowas wird hier entschieden bei uns. Okay. Und weiter geht's. Olli, jetzt befinden wir uns im Vertriebsbüro und hier kann man super an der Karte sehen, dass wir in 67 Länder weltweit exportieren. Und wie viele Händler beliefert ihr? Ich würde sagen, so circa 2500 Händler gibt es weltweit. Und hier kann man ganz schön sehen, ich glaube, Deutschland. Und hier sind wir. Da ist ungefähr Waltershof. Ja, ich habe hier einen neuen Kumpel gefunden. Wo gehört der eigentlich dazu? Der Kumpel hier gehört zu unserer Accessoireabteilung. Und die Mädels und Jungs hier machen nämlich mal was anderes als Fahrräder. Und zwar entwickeln wir hier auch bei unserem Standort in Waltershof Bekleidung, Equipment, Komponenten. Zum Beispiel haben wir hier so ein schickes Cube-Hemd. Und wenn die ersten Muster kommen, werden die dann am Kumpel abgesteckt, anprobiert und dann wird geschaut, okay, passt es oder passt es nicht. Ja, und ich habe hier auch noch so einen Sattel gefunden, der ist auch von euch selbst entwickelt. Genau, richtig. Zum Beispiel auch Sättel machen wir, wie wir gerade schon unten gesehen haben. Da hatten wir ein Beispiel, was orange war. Jetzt ist es hier blau und das machen wir auch hier in-house, damit man einfach Komponenten und Räder optimal aufeinander abstimmen kann. Ja, cool. Weiter geht's. Jetzt befinden wir uns in der Entwicklungsabteilung, wo ganz viele geheime Sachen rumstehen, weil hier einfach so fast, kann man sagen, alles zusammenkommt. Das Ganze beginnt eigentlich erstmal auf einem Blatt Papier. Wie stellt man sich ungefähr einen Rahmen vor von dem, was vielleicht die Produktmanager vorgegeben haben? Nachdem das dann gezeichnet worden ist, wird dann das Ganze auf dem PC in einer 3D-Skizze übertragen und dann auf einen 3D-Druck übertragen. Und dann hat man das dann in der Hand und kann dann sehen, wie Kabelzüge sich verlegen und ob alles wirklich so passt, wie man sich das vorgestellt hat und dass alle Ideen dann zusammenspielen. So, als nächstes sind wir jetzt beim Testlabor und das wird dir der Peter heute zeigen, den wir auch hier schon sehen.
Hi. Hi, servus. Willkommen im Testlabor. Ja, schauen wir mal rein. Ja, wir befinden uns hier jetzt in unserem Testlabor. Es ist ein Prototypen-Testlabor, das heißt, wir testen hier unsere Vorserienrahmen bzw. unsere Prototypenrahmen, Neuentwicklungen. Die Rahmen kommen vom Zulieferer zu uns ins Testlabor, werden hier aufgenommen, bekommen ihre Nummer, werden vermessen, also Gewicht, Maßhaltigkeit, und dann wird der Teststandard zugeordnet, wie sie getestet werden müssen oder sollen. Das heißt, wir können hier gleich im ersten Testschritt kontrollieren, Steifigkeiten, ist das, was uns der Zulieferer liefert, das, was wir wollen, das, was wir angefordert haben aus unserem Lastenheft heraus. Wenn wir hier unsere Tests dann fertig haben, geben wir entweder die Freigabe oder wir sagen, okay, da müssen wir noch mal drüber, da müssen wir noch mal nacharbeiten. Und dann, wenn die Freigabe getätigt wurde, kann der Rahmen so in die Serie überführt werden. Olli, der nächste Stopp, bevor wir dann gleich rübergehen ins Fahrradlogistikzentrum, ist unser Einkauf. Und hier kaufen die Mädels und Jungs weltweit noch die Teile zusätzlich ein, die auch noch mit ans Rad gehören. Beispielsweise ein Dämpfer, einen schönen Reifen und Lenker. Genau, und das Ganze, wo das jetzt eingelagert wird, wenn es hier bestellt worden ist, schauen wir uns jetzt mal drüben an. Komm mit! Jetzt befinden wir uns im Fahrradlogistikzentrum, aber bevor wir hier starten, schnappen wir uns erst kurz 2 Westen, damit wir überall gesehen werden. Wenn wir reinkommen. Danke. So. Passt. Sehr schön. Also, wir haben ja drüben vorhin aufgehört mit dem Einkauf, und nachdem der Einkauf alle sämtlichen Artikel, ob es jetzt ein Schlauch ist oder eine kleine Schraube, eingekauft hat, wird das Ganze hier eingelagert. Aus der Halle 2 kommen wir nun in die Halle 3, welches unsere Kommissionierungshalle ist. Das bedeutet, wenn wir heute sagen, wir bauen 100 Mountainbikes von dem Modell Stereo 150, sammeln wir uns die 100 Teile aus den Hallen zusammen, also Halle 1, 2 und zur Hälfte aus der Halle 3, lagern das hier, das wird dann gezählt und wird dann hier in den Kartons und in so Wägen rübergebracht in die Halle 4, wo dann alles zusammengebaut wird. Ja, krass. Und wie viele Teile liegen hier? Man kann sagen, so 27 Millionen. Und davon muss man aber sagen, ist es wirklich von der kleinsten Schraube bis zum Rahmen. Bevor der Rahmen in die finale Fertigungsstraße sozusagen geht, befinden wir uns jetzt erstmal in der Rahmenvorbereitung. Und hier werden komplexere Schritte, wie beispielsweise, dass der Motor eingebaut wird, dass Kabelzüge schon verlegt werden. Diese Schritte passieren bei uns in der Vormontagestraße, und dann haben wir ganz zum Schluss sozusagen einen fertigen Rahmen, den wir dann in unsere Linie einsetzen können. Ja, können wir uns das auch anschauen? Ja, natürlich, gehen wir hin. Der Rahmen wird dann hier eingesetzt und bekommt mit dem Sticker hier oben, wenn das Rad gleich weiterläuft, sehen wir das sozusagen sein Leben. Also dann wissen wir nachher, was passiert mit dem Rad, kommt das direkt zum Händler, wird das erstmal bei uns eingelagert. Ja. Genau. Und da steht auch drauf, welche Komponenten alle an das Rad rankommen. Ja, das steht nicht unbedingt direkt an dem Rad, aber die Arbeiter haben sozusagen an ihrer Position, wo wir gleich dann hier auch durchgehen, wissen die, okay, ich muss jetzt die Schraube XY in das Loch XY schrauben, und oben geht es dann später auch weiter, und da haben die auch Monitore, wo die verschiedenen Arbeitsschritte dran stehen. Hier sind wir jetzt kurz vor Schluss, was die untere Montagelinie betrifft. Und der letzte Schritt ist hier, also mit einer der letzten Schritte, dass wir den Reifen einhängen und dann das Rad hochfährt zur nächsten Montagestraße. Wenn das Fahrrad dann unten bei dem Prozess fertig ist, fährt es hoch und stellt sich hier dann in die sogenannte Warteschlange, bis es dann vom System automatisch erfasst wird und dann in eine der 3 Montagelinien einfährt.
Das Ganze passiert automatisch, also das System erkennt automatisch, wo welcher Arbeiter einen freien Platz hat. Hier oben passieren dann noch die Schritte, die man noch benötigt, damit es einfach damit beim Versand nichts passiert und die letzten Teile noch drankommen an die Räder. Ah, okay. Und das können wir uns hier gleich mal anschauen an einem Beispiel. Wenn das Fahrrad dann aus der Warteschlange seinen Platz gefunden hat, fährt es hier dann zu einem Arbeitsplatz rein und hier machen dann die Arbeiter und Arbeiterinnen halt Schritte, die der PC vorgibt. Zwei interessante Sachen an dem ganzen System sind beispielsweise dieser Aluminiumhebel, und zwar, wenn irgendwas in dem Prozess nicht funktionieren sollte, irgendeine Schraube fällt runter oder sowas oder irgendwas einfach nicht so läuft, wie es sein soll, kann der Arbeiter in dem System den Hebel drücken und das Fahrrad fährt automatisch wieder zurück zur Qualitätskontrolle. Wenn das hier an dieser Straße wieder oder an der Stelle wieder fertig ist, fährt das Rad dann wieder raus in Richtung der offiziellen Montage, da bist du, in Richtung der offiziellen Montagestraße und fährt dann den Weg weiter bis zu der Station, wo das dann verpackt wird. Hier kommen die Räder jetzt wieder runter und werden hier an dieser Station nochmal gewogen. Es wird sich dann hier der vorgetackerte Karton genommen. Das Rad fährt an, wie wir es jetzt gerade sehen, wird er entgegengenommen und wird dann an dieser Stelle, wenn es im Karton ist, nochmal gewogen. Das dient einfach zur Sicherheit, damit man nochmal schaut, ob wirklich ob alles dran ist, was dran sein soll. Und ja, alles passt. Sonst würde man auch merken, okay, es fehlt vielleicht irgendwas. Dann wird es runtergelassen zum nächsten Schritt und wird dann hier nochmal zusammengetackert. Und man sieht dann hier auch ganz schön, was wir am Anfang gesagt haben, dass hier nochmal das Label drauf ist, was vorne eigentlich sozusagen besagt, wo das Rad dann zum Schluss hinkommt. Ob es zum Händler kommt, direkt zu uns in die Einlagerung kommt. Dann geht das Rad von hier in den LKW und zum Beispiel zu uns zu Bike24. So sieht's aus. Olli, nachdem jetzt hier die Räder gerade in die Trucks eingelagert worden sind, würden wir zwar jetzt noch mal rübergehen ins Hauptgebäude. Komm mit! Ja, sehr gern. Jetzt befinden wir uns hier im Cube eigenen Showroom, welchen es seit 2015 gibt, weil wir seitdem nicht mehr auf der Eurobike sind. Und neben Accessoires stellen wir hier auch einmal im Jahr unsere über 290 Modelle aus, wo man hier 1, 2 Beispiele von sehen kann. Ja. Und dann kann der Händler einmal im Jahr hier hinkommen zu uns und ganz in Ruhe mit seinem Außendienst sich die neuen Produkte für das neue Modelljahr anschauen und schauen, was ihm gefällt und was er bestellen möchte für die nächste Saison. Genau. Ja, ist echt Wahnsinn, wie groß Cube ist. Ich hätte es mir echt nicht so riesig vorgestellt. Und vielen Dank für die ganzen Einblicke. Gerne, Olli. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut das nächste Mal auch wieder rein. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite. Macht's gut.